Einen wunderschönen guten Tag an euch alle. Wir sind heute hier in Felanitsch bei einer mega geilen Finca und ich freue mich mega, dass ich euch heute dieses geile Haus zeigen kann, weil es ist ehrlich gesagt aus unserem Portfolio, wir haben sehr viele schöne Häuser, aber es gehört echt zu meinen Favoriten komplett. Also von Fincas, das ist so ein mega Style, den werdet ihr gleich sehen. Das ist einfach umwerfend. Kurz zu dem Haus, 5 Schlafzimmer, 5 Badezimmer. Grundstück von fast 60.000 Quadratmeter, was natürlich eine gute Privatsphäre sichert. Und von Wohnfläche haben wir circa um die 580 Quadratmeter. Preis 4.950.000. Und was das alles beinhaltet, sehen wir jetzt. So, wie ihr sehen könnt, wir haben hier einen sehr offenen, mit einer hohen Decke Eingangsbereich, viele Lichter, viele indirekte Beleuchtung auch eingearbeitet. Was ich bei dem Haus mega finde, es ist sehr stylisch, aber es ist zur gleichen Zeit auch mit Top-Materialien, das ist Teakholz und handgefertigt wurden sozusagen per Hand die ganzen Lamellen eingebaut. Das ist eine Schweinearbeit, aber sieht natürlich auch sehr stylisch aus und ist einfach ein tolles Design. Hier, das ganze Haus hat Domotik, das heißt Fensterladen kann man automatisch rauf und runter fahren lassen im ganzen Haus. Ist natürlich auch sehr angenehm. Es hat noch ein paar andere Domotik-Feature, aber das zeige ich euch gleich. So, jetzt sind wir im Essbereich. Das ganze Haus hat sehr stylische Designerlampen, wie ihr hier sehen könnt. Mega teuer, aber auch mega schön. Hier würde dann ein Esstisch hingesetzt werden. Nur wenn wir sehen, welche Höhe das hat, würden auch die Lampen angepasst werden. Weil sobald die gecuttet werden oben, kann man die natürlich nicht mehr länger machen. Hier der Essbereich, von der Seite mit dem Kamin natürlich auch. Sehr hohe Decke. Das Haus hat komplett oben auch, wenn man die Balken sieht, Naturstein aus Santani, was einen sehr schönen Effekt gibt mit den hellen Holzbalken, was ganz anderes als die typischen Fincas. Und wie auch vorher schon gesagt, das ganze Haus hat die Domotik. Hier kann man das auch wieder ganz schön sehen. Komplett die ganzen Fensterladen kann man runterfahren lassen, rauffahren lassen. Komplett der ganze Fußboden. Wir haben diese mega großen Fliesen handgemacht hier in Mallorca, direkt im Campus. Designerlampen im ganzen Haus. Wir haben Naturstein aus Santani an der Decke mit den hellen Holzbalken, weil es auch mal was anderes ist. Bei vielen Steckdosen zusätzlich haben wir Ladestationen für Handys, USB-Anschlüsse und ja, einfach das ganze Haus ist einfach in meinem ganz anderen Stil gemacht. Hier natürlich einen riesen Fernseher hinmachen. Im Winter kann man da schön mit dem Kamin einen schönen Filmabend machen. Im Sommer ganz wichtig, das ganze Haus hat diese versteckte Klimaanlageinstallation. Das ganze Haus hat zusätzlich Fußbodenheizung mit 2 Wärmepumpen und es gibt eine Solarenergieinstallation. Hier sind wir wieder in der Eingangshalle. Zusätzlich hat man hier natürlich Garderobe für die Jacken von den Gästen. Hier haben wir auch wieder versteckt, das ist echt mega geil mit den Teakholz, wie das alles versteckt ist in der Wand. Das Gäste-WC, auch ganz wichtig. So, und hier kommen wir zu meinem persönlichen Highlight. Ich koche sehr gerne, also leidenschaftlich, wenn ich Zeit habe. Und die Küche ist einfach mega. Komplett ausgestattet mit Gaggenau Elektrogeräten. Die Kochinsel mit dem Herd
Abzugshaube, 2 Ofen, also wirklich 2 Ofen, hier auch von Gaggenau, 2 Spülmaschinen, sehr praktisch, auch wenn man mal ein größeres Fest mit Gästen hat. Und ein Feature zusätzlich ist noch, dass man hier, wenn man dran dreht, kommt kochendes Wasser raus. Ist mal was anderes, was man als extra hat. Und ganz am Ende Highlight, Highlight, Highlight. So, jetzt beide auf einmal. Das ist doch mal ein Kühlschrank, oder nicht? Das ist doch mal ein mega geiler Kühlschrank. Natürlich das gleiche nochmal hier mit der Kühltruhe, damit man auch genug Eis für die Gin Tonics hat. Aber also das könnte ich zu Hause auch in der Küche gebrauchen, ehrlich gesagt. Jetzt sind wir im Obergeschoss angekommen. Insgesamt haben wir 3 Schlafzimmer mit Bad en Suite. Der Fahrstuhl, oder besser auch gesagt Aufzug natürlich hier. Und wir schauen uns mal eines der Zimmer an. Bei den ganzen Zimmern haben wir auch die Einbauschränke, Top-Qualität, super gemacht, schönes Design. Klimaanlage, Fußbodenheizung überall, die USB-Ladegeräte, Domotik, um die Fensterladen runterzufahren. Bad en Suite, schön gemacht, minimalistisch, elegant. Hier auch wieder ganz schön die Designerlampen, sehr gut kombiniert mit der Decke, mit den Santani-Steinen und den Holzbalken. Das Glasgeländer und wie gesagt sehr offen nach unten den Blick. Jetzt kommen wir zu dem Master-Schlafzimmer. Lasst uns mal reingehen. Kommt herein. Hier haben wir direkt Badezimmer, eine große Regendusche, top. Alles ist natürlich auch, wenn man beweglich Schwierigkeiten hat, man hat den Fahrstuhl, man hat diese große Dusche, wo man auch mit einem Rollstuhl rein kann. Das ist alles angepasst bei diesem Haus. Hier haben wir von dem Master-Schlafzimmer für das Bett den Platz. Hier einen offenen Ankleideraum, auch wieder mit Einbauschränken, Top-Qualität, sehr schön gemacht vom Design. Hier hat man noch mal ein bisschen Ablage für Klamotten, für Stauraum. Hier ist sozusagen der zweite Teil noch mal von dem Badezimmer, Doppelwaschbecken und eine Badewanne, dass man auch im Winter hier schön ein schönes Schaumbad nehmen kann. Und als kleines Highlight von dem Master-Schlafzimmer haben wir noch mal hier eine private Terrasse, dass wenn zum Beispiel Freunde und Bekannte am Pool sind, kann man trotzdem hier in Ruhe sein Käffchen trinken mit dem mega Ausblick, den man hat. Den zeige ich euch aber erst gleich. So, da sind wir hier auf der Terrasse von dem Master-Schlafzimmer. Man hat einen richtig schönen Blick auf San Salvador, das Kloster, die Statue und das Kreuz. Und auf das Castillo de Santueri, das Santueri-Schloss. Das sind 2 von den bekanntesten Monumenten oder historischen Gebäuden von Felanitch eigentlich. Hier sind wir jetzt von den 3 Etagen, die das Haus hat, im Keller, mit den ganzen Teakholz wieder verkleidet. Und es gibt hier viel Abstellraum für zum Beispiel Putzsachen. Alles sehr schön verkleidet, dass man es fast gar nicht sieht. Hier haben wir auch wieder, wenn ich das aufkriege, Moment, hier, auch wieder Abstellraum. Also das ist wirklich so 007-Style, wo man hier überall versteckte Räume fast hat. Hier haben wir, das könnte eine Art als Fitnessraum benutzt werden. Nochmal ein längerer Raum, den kann man gut nutzen. Das Zimmer gefällt mir persönlich auch sehr gut. Es ist gedacht gewesen als Office, dass man hier einen Schreibtisch hat. Man hat noch mal einen Holzkamin, auch wieder ganz geil mit der Domotik gemacht. Der Holzkamin lässt sich per Handy auf- und zumachen. Das ist auch ein schönes Feature, wenn man das hier hat, während man am Schreibtisch sitzt, einfach kurz aufmachen, um wieder neu Holz nachzulegen. Hier haben wir noch einen Raum,
Der ist gedacht als Weinkeller. Einfach ein paar Regale, wo man den Wein auflagern kann, aufbewahren kann. Hier unten haben wir nochmal 2 Schlafzimmer mit Bad en Suite, mit wieder Einbauschränken, dass man auch seinen Stauraum hat. Besonders unter den Frauen wahrscheinlich viel Platz für Schuhe, viel Platz für Klamotten. Ganz schön ist auch, man hat trotzdem Klimaanlage komplett, man hat Fußbodenheizung und man hat immer noch natürliches Licht. Weil das ist immer so ein Ding im Untergeschoss, im Keller, schwierig, wenn man nur normales Lampenlicht hat, weil es kommt einem so vor, als wäre man ein bisschen eingesperrt. Das Gefühl kommt einem hier nicht auf. Und hier haben wir nochmal im gleichen Stil wie das ganze Haus, elegant minimalistisch gehalten, auch wieder mit den schönen Fliesen aus Campus, das Bad en Suite. Hier nochmal, wie gesagt, von den 2 Schlafzimmern und Bädern nochmal das Badezimmer und das Schlafzimmer mit genau der gleichen Ausstattung wie das Zwillingszimmer auf der anderen Seite. Hier sind wir im Technikraum. Kein spektakulärer Raum, aber eines der wichtigsten des Hauses. Wir haben 2 Wärmepumpen, wir haben einen Wasserbrenner für das Warmwasser, einen für die Heizung. Alles sehr schön, wie ihr hier auch sehen könnt, isoliert, gedämmt und die Installation ist alles sehr organisiert und ja, Standardinstallation, aber sehr gut umgesetzt sozusagen. Eine Garage mit 2 Stellplätzen ist natürlich auch noch bei dem Haus dabei. Hier kann man auch die Solarinstallation sehen, wo zwischen Installation und Batterien kommt man ungefähr auf 28 bis 30 kW. Was ein ganz cooles Gadget ist auch bei der ganzen Installation ist, man kann alles vom Handy steuern. Man sieht genau, wie viel Strom wird gerade produziert, wie viel ist bei den Batterien aufgeladen. Und natürlich hat man noch einen Notfallgenerator. Falls mal auf Mallorca keine Sonne ist, was eigentlich nicht so schnell passiert, hat man wie gesagt noch diesen Generator, der sich automatisch aktiviert. Hier im Außenbereich eine riesen Sonnenterrasse. Hier, wenn wir mal ein bisschen näher rankommt, haben wir ein kleiner Spaß. Ich weiß natürlich, dass ihr wisst, dass es ein Infinity Pool ist. 60 Meter Wasserspiegel, 20 mal 3. Da hinten haben wir 3 Meter von der Tiefe. Und ganz gut durchdacht auch, wenn man schwimmen will, es sollte eigentlich, die Treppe sollte da vorne hingesetzt werden, aber zum Schluss wurde die hier hingesetzt, dass kein Problem ist, wenn man Bahnen schwimmt, dass man hier gegen die Kanten knallt. Hier haben wir noch Sommerküche, Barbecue, eine Art Porche, da kann man noch ein bisschen Bambus oder irgendwas drauf machen, wenn man mehr Schatten haben will. Die Außendusche, hier auch ganz wichtig bei den Pools, bei den Finkers, eine Außentoilette, dass wenn man hier mal eine Party hat, Gäste hat, Kinder, egal was, dass nicht alle durch das Haus latschen und man dann die ganzen Tapsen hat und andauernd wischen muss, hat man hier die Außentoilette ganz fix vom Pool einfach dahin. Genau den gleichen Bodenbelag wie drin, nur natürlich ein bisschen unbearbeiteter, dass es nicht glatt ist, dass man hier nicht ausrutscht. Und ein mega, mega, mega Ausblick auf San Salvador, wie ich schon vorher gesagt habe, Castillo Santueri und hier um die ganze Umgebung. Von hier aus sieht man diese 20 Meter langen Pool, sehr eindrucksvoll. Das Haus hat einen eigenen Wasserbrunnen. Hier ist nochmal ein kleiner Art Springbrunnen, was auch ein nices Feature, nices Extra ist zu dem Haus. Von dem Garten mediterran angelegt, hier wird noch ein bisschen Rasenfläche angelegt. Dieser Olivenbaum, ich glaube, das ist auch nochmal ein Highlight von dem Garten. Der ist mittlerweile, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine 120, 140 Jahre alt. Also das ist auch mal ein ganz, ganz nices Extra für den Garten, für einen mediterranischen Garten.
Hier ist nochmal der Garten, ist die ganze Mauer, die Natursteinmauer ist auch bewachsen eigentlich, jetzt zu der Jahreszeit nicht. Und hier in dem Garten gibt es ein paar kleine Geheimverstecke. Hier hat man ein bisschen Rosmarin. Riecht super, sieht gut aus und kann man auch direkt zum Kochen verwenden. Oder wenn man hier ein kleines Steak brutzeln lässt. Von außen, wie ihr wahrscheinlich auch schon bei den Drohnenaufnahmen gesehen habt, ist das komplette Haus verkleidet. Auch hier die Rahmen von den Fenstern, alles mit Santani Naturstein. So eine Art Maressstein, aber mit sehr, sehr guter Qualität. So, meine lieben Freunde, jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich freue mich mega, dass ihr dieses schöne Haus mit mir zusammen sehen konntet. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr auch in den Kommentaren ein bisschen Feedback hinterlasst. Auch beim letzten Video, wir versuchen immer die Kritik in Verbesserungen umzusetzen. Deshalb helft ihr uns dabei, besseren Content zu erstellen. Liked das Video, aktiviert die Glocke für neue Videos, folgt uns auf den Kanal, folgt uns auch auf Instagram, Facebook, wo ihr wollt. Und ja, jetzt zum Schluss würde ich sagen, nochmal ein ganz, ganz großes Danke an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch das Video angeschaut habt, dass ihr bei jedem von unseren Haustouren immer dabei seid. Und ja, ich freue mich einfach nur. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal.